In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man diesen Oszillator hier, den Accumulation Distribution Oszillator, berechnen kann und wie man die Werte davon als Filter für Signale einsetzt. Um das zu tun, klicken Sie im MetaTrader bitte auf dieses kleine Symbol hier oben oder drücken die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler IAD-EA, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb dieser OnTick-Funktion hier gelöscht werden und auch die 2 Kommentarzeilen können weg. Wir starten damit, dass wir mittels include die Datei trade.mqh importieren. Die enthält die Klasse ctrade, von der wir uns hier eine Instanz erstellen. Innerhalb der OnTick-Funktion berechnen wir zunächst den Ask-Preis und den Bit-Preis. Das geht mit Symbol-Info Double. Wir nutzen entweder Symbol-Ask oder Symbol-Bit. Außerdem benötigen wir noch eine Signalvariable. Die bekommt hier zunächst keinen Wert zugewiesen und ist vom Typ String. Außerdem brauchen wir noch 2 Arrays, ein Preisarray und eins für unseren gleitenden Durchschnitt. Mit Array Set as Series können wir unser Preisarray von der aktuellen Kerze an abwärts sortieren. Danach erstellen wir uns mit der IMA-Funktion einen gleitenden Durchschnitt für 20 Kerzen. Das haben wir schon mal in einem anderen Teil durchgenommen und wenn Sie das noch nicht kennen, dann schauen Sie sich vielleicht erst einmal das entsprechende Video dazu an. Auch das Array für den gleitenden Durchschnitt wird von der aktuellen Kerze an abwärts sortiert. Danach nutzen wir Copy Buffer, um unser Array mit 3 Kerzen, beginnend von Kerze 0 an, anhand der Definition zu füllen, die wir hier oben getroffen haben. Und um den aktuellen Wert für unseren gleitenden Durchschnitt zu erhalten, greifen wir einfach auf den Wert von Kerze 0 in unserem Moving Average Array zu. Fehlt uns noch die Definition für den Accumulation Distribution Oszillator. Das übernimmt die Funktion IAD für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit. Wir nutzen VolumeTick als dritten Parameter. In diesem Fall füllen wir mittels Copy Buffer unser Array mit den Werten für 11 Kerzen, denn wir möchten gerne gleich auf die Werte von Kerze 10 zugreifen. Zunächst ermitteln wir den aktuellen Wert. Den bekommen wir, indem wir in unserem Preisarray den Wert für Kerze 0 unserer Ergebnisvariable hier zuweisen. Und um den vorherigen Wert zu berechnen, greifen wir auf Kerze 10 zu. Mit diesen beiden Werten können wir jetzt grob bestimmen, ob unser Oszillatorwert steigt oder sinkt. Um einen Long Trade zu starten, möchten wir zunächst wissen, ob der aktuelle Ask-Preis sich oberhalb des Moving Average befindet. Das ist immer dann der Fall, wenn die Kerzen über dem gleitenden Durchschnitt hier liegen. Und als zweite Bedingung prüfen wir, ob der aktuelle Wert für den Accumulation Distribution Oszillator über dem letzten Wert liegt. Das wäre der Fall, wenn wir hier eine Steigung sehen. Und in dem Fall setzen wir unsere Signalvariable hier auf den Wert bei, denn jetzt möchten wir kaufen. Natürlich gibt es auch noch den anderen Fall, wenn der Bitpreis kleiner ist als der Moving Average, also wenn die Kerzen unterhalb des gleitenden Durchschnitts angezeigt werden, dann prüfen wir, ob unser Oszillatorwert sinkt. Das wäre der Fall, wenn der aktuelle Wert unter dem letzten Wert liegt. Auf dem Chart sieht man das anhand von fallenden Werten. Und in dem Fall setzen wir unser Signal auf Verkaufen. Wenn unser Signal den Wert Sell hat und die Anzahl der Positionen unter 1 liegt, also wir keine offenen Positionen haben, dann nutzen wir Trade.Sell, um 10 Microlot zu verkaufen. Andernfalls, wenn unser Signal den Wert Buy hat und ebenfalls keine Position geöffnet ist, dann nutzen wir Trade.Buy und kaufen 10 Microlot. Zum Schluss nutzen wir noch den Command-Befehl, um den Wert auszugeben, das aktuelle Signal ist, gefolgt von dem ermittelten Signalwert.
Und das war's soweit. Wenn Ihnen das hier zu kompliziert oder zu schnell war, dann wollen Sie sich vielleicht die anderen Grundlagenvideos aus diesem Kurs noch einmal anschauen, oder eventuell ist auch der Premium-Kurs auf unserer Webseite interessant für Sie. Jetzt klicken wir zunächst auf Kompilieren. Das hat hier ohne Fehler funktioniert, und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann können Sie hier auf dieses kleine Symbol klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Bitte wählen Sie hier die neu erstellte Datei aus, markieren Sie die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Hier läuft der EA auch schon los. Bei mir wird seit dem letzten Update im Strategietester entweder gar kein Indikator oder manche Indikatoren doppelt angezeigt. Man kann das anpassen, wenn man Änderungen an der Schablone vornimmt. Wenn ich zum Beispiel diese Schablone hier speichere und den Namen Tester TPL benutze, dann wird beim nächsten Backtest gar kein Indikator mehr angezeigt. Speichere ich diese Schablone hier mit dem Oszillatorfenster, dann bekomme ich im nächsten Backtest 2 Oszillatorenfenster angezeigt. Grundsätzlich funktioniert unser Expert Advisor aber wie gewünscht, und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie die Werte vom Accumulation Distribution Oszillator berechnen und als Filter für einen gleitenden Durchschnitt nutzen können. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.